Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder reinschaltest. Hier ist dein Markus aus Hamburg City, Hamburg-Altona. Und ich hoffe, dir und deiner Familie geht es sehr, sehr gut. Und ich möchte in diesem Video einmal einen kleinen Vergleich machen in Bezug auf Punkte, die in Deutschland meiner Meinung nach für mich persönlich besser sind als in speziell Alanya in der Türkei. Und bevor wir da reinstarten, möchte ich noch mal ganz kurz einen Hinweis geben. Es geht hier nur um meine persönliche Meinung in Bezug auf Hamburg im Vergleich zu Alanya. Ja, die Stadt Alanya, da wo wir die letzten Jahre überwiegend gelebt haben. Und ich möchte auch mich vorab nochmal, bevor wir reingehen, bedanken für alle, die die letzten Monate, Tage vielleicht auch neu dazugestoßen sind, dabei geblieben sind. Mir folgen hier auf diesem Kanal ganz kostenlos, ganz entspannt, immer fleißig kommentieren, einen Daumen nach oben da lassen und vieles mehr. Das ist richtig toll, also vielen Dank für diesen Support. So unterstützt du natürlich auch diesen Kanal und so ist das natürlich auch eine Motivation für mich, diesen Kanal weiter am Leben zu halten. Und eins kann ich auch nochmal sagen, es wird auf jeden Fall nicht Endstation sein hier in Hamburg. Wir sind zwar jetzt seit fast 1,5 Wochen jetzt in Hamburg wieder zurück, seitdem wir lange Zeit nicht mehr hier waren, so lange. Zwischenzeitlich waren wir mal für 1-2 Tage da, aber dann auch schnell wieder weg. Aber es tun sich halt auch Dinge auf und dementsprechend muss man gerade heute die Augen und Ohren offen halten. Und dementsprechend möchte ich hier aber einmal ganz kurz drauf eingehen, auf Punkte, die für mich persönlich, und ich spreche nicht nur für mich, sondern auch für meinen kleinen Jack Russell, meinen kleinen Cookie, ich zeige ihn euch gleich nochmal, die für Deutschland sprechen, beziehungsweise speziell für Hamburg. Ja? Und ihr könnt es vielleicht schon erahnen, wir sind hier in so einem kleinen Park. Der hat sicherlich einen Namen, ich weiß gar nicht, wie dieser Park heißt. Ist wahrscheinlich gar nicht die Rede wert, dass er einen Namen bekommt. Aber hier ist ein Spielplatz, ich glaube angelehnt ist ein Kindergarten. Dahinter ist sogar noch ein Reithof. Hier kannst du hier spielen, du kannst hier mit den Hunden Gassi gehen. Hier vorne chillen Leute mit ihrer Familie. Sicherlich kannst du hier auch mal picknicken und mehr. Und du hast direkt in der Stadt sozusagen ja, eine Grünfläche. Und das macht Hamburg eigentlich schon sehr besonders, meiner Meinung nach. Also das ist definitiv Punkt 1, der für Hamburg meiner Meinung nach spricht. 1-0 in diesem Bezug für Hamburg. Denn auch Cookie, wenn du ihn fragen würdest, er könnte antworten, würde er sagen, ja, auf jeden Fall. Hamburg für mich persönlich als Hund viel, viel besser. Ich kann hier viel besser laufen. Ich habe hier viel mehr Gerüche und viel mehr wahrzunehmen. Die Temperaturen sind auch aktuell ganz angenehm auch für ihn. Und auch für uns, also für mich persönlich ist es eigentlich okay. Mandana ist wirklich Frostbeule, ihr habt die letzten Videos vielleicht gesehen. Da hat sie auch nochmal was dazu gesagt, genauso wie Kiana. Also es ist da wirklich unterschiedlich bei uns. Natürlich, die Leute sagen dann immer, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern immer nur falsche Kleidung. Klar, ich kenne diesen Spruch. Aber natürlich, wenn man 3,5 Jahre mehr oder weniger in der Sonne gelebt hat, dann ist das auf jeden Fall schon eine Umgewöhnung, das Ganze. Und das kann natürlich dann viele Monate vielleicht auch dauern. Und ob man das dann so aushalten möchte, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber das werden wir alles feststellen. Also, das ist ein Riesenpunkt. Mega cool, Hamburg City. Nicht nur für Gassi-Läufer, schön für Hunde, sondern eben auch für dich als Läufer, als Sportler. Hier in Alanya richtig toll, meiner Meinung nach, in den Parks laufen zu gehen. Du hast hier im Hintergrund auch so eine kleine Anhöhe. Und im Volkspark sowieso, da gibt es auch gewisse Anhöhen. Also da ist nicht nur Flachland. Also das ist richtig toll eigentlich zum Laufen. Und hier, ihr könnt Cookie sehen. Ja, der freut sich auf jeden Fall auch. Richtig cool, hier sein zu können. Und genau, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ein Punkt, was meiner Meinung nach nicht für Hamburg spricht und eher für die Türkei, für Alanya. Und da wirst du mich vielleicht jetzt für verrückt erklären. Aber ich persönlich finde den Verkehr hier in Deutschland zwar entspannter, was die Geschwindigkeit angeht. Du musst nicht so viel aufpassen, das stimmt schon. Aber dafür, wenn du irgendwie mal ein paar Zentimeter irgendwie die Straße blockierst, beziehungsweise, ja, so wie vorhin, ich will links abbiegen und ich muss halt warten, weil ich auf der Linksabbiegerspur bin. Und dann steht da hinten jemand, der sich nicht traut, vorbeizufahren an mir und somit den Verkehr aufhält und dann erst checkt, nachdem hinten gehupt wird, ja, fahr doch da mal vorbei, bliblablub hin und her. Und dann die meisten Leute, die an mir vorbeigefahren sind, ey, wie krank ist das bitte, die haben gehupt und haben noch so diese Bewegung gemacht. So, ey, du bist doch nicht ganz dicht. Also wie krass ist das bitte? Das habe ich wirklich in 3,5 Jahren im Ausland nicht erlebt. Und ich bin jetzt seit
1,5 Wochen hier und habe das jetzt zum zweiten Mal sogar erlebt. Ja? Also es ist wirklich krass, die Menschen hier, das Gefühl ist schon anders im Verkehr. Und da kommen wir auch zu Punkt 3. Der dritte Punkt, und ich könnte noch viele weitere Punkte natürlich aufzählen und du darfst auch gerne natürlich mal deine Meinung dazu dalassen, was für Unterschiede dir auffallen im Laufe der Zeit, wenn du mal Urlaub gemacht hast in der Türkei oder vielleicht warst du ja sogar selber mal für mehrere Monate oder Jahre im Ausland, ob in der Türkei oder sonst wo, und vielleicht ist dir ja was aufgefallen, dass die Menschen im Ausland meiner Meinung nach teilweise, in der Türkei zumindest, in Alanya, relativ entspannt sind. Also wie ich es gerade angedeutet habe, der Straßenverkehr ist eine ganz andere Nummer. Natürlich viel Stress irgendwie gefühlt, aber trotzdem fließt das Ganze. Es ist wirklich irgendwie, trotz dieser ganzen Hektik sozusagen, eine gewisse Gelassenheit. Und da wird auch nicht gleich rumgehupt. Natürlich einmal zum Anstupsen irgendwie so, falls mal einer was vergessen hat oder so, ist das alles halb so wild. Gar kein Thema. Aber letztendlich die Leute untereinander, sie sind, auch wenn man meinen könnte, sie sind nicht respektvoll, sind sie doch, denke ich, schon eher respektvoll. Denn ich habe noch nie gesehen, dass ich irgendwie fahre, mich einer dann überholt hat und mir einen Mittelfinger gezeigt hat oder irgendwie einen Vogel gezeigt hat. Ja, das habe ich noch nie erlebt in der Türkei. Also es ist wirklich ganz, ganz krass. Und das heißt, die Menschen dort sind gelassener. Das ist ein Punkt für mich, für Alanya, beziehungsweise auch sicherlich für die Türkei. Und im selben Atemzug möchte ich aber noch einen weiteren Punkt erwähnen, der mich hier so ein bisschen stört, sage ich jetzt mal. Denn es gibt ja seit kurzem gewisse neue Gesetze in Deutschland, speziell auch in Hamburg, glaube ich, ist das so, dass du auf offener Straße quasi, wenn du die Abstandsregeln einhältst von, ich glaube, 100 Meter zu Schulen und Kindergarten und sowas, dass du da sogar gewisse Sachen konsumieren kannst. Und die stinken teilweise extrem. Und das finde ich schon krass. Wir saßen da gestern draußen und dann hast du es, übertrieben gesagt, an fast jeder Ecke gerochen, dass das danach stinkt, nach so gewissen Pflanzen. Und klar kann das mal angenehm sein, aber auf lange Sicht, glaube ich, komm, ich muss nicht diesen Geruch immer in der Nase haben. Ja? Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das gibt es, soweit ich hier weiß, in der Türkei nicht. Zumindest ist es rechtlich nicht erlaubt und dementsprechend natürlich ganz klar eher ein Punkt für die Türkei in dem Fall wieder. Aber es ist immer Ansichtssache. Viele finden das cool, viele finden das gut. Und wenn es vielleicht sogar auch einen medizinischen Hintergrund hat, dann macht es sogar vielleicht noch mal mehr Sinn. Jetzt bin ich gespannt, was deine Worte dazu sind. Lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Welche Vergleiche kannst du noch ziehen? Lass es mich wissen. Und dann freue ich mich, wenn ich im nächsten Video eventuell den einen oder anderen Kommentar raussuchen kann und darauf auch reagieren kann. Dementsprechend bleib gesund und munter, lass dem Video einen Daumen nach oben da und gerne ein kostenloses Abo dalassen, die Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit du auch kein Video mehr verpasst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal wo und wann du bist. Beste Grüße aus Hamburg City, dein Markus.